wir hinten ab? Einfach? Ja, komm. Ja, denn die ist nur da festgeknotet. Dann sind wir bereit, wenn Guido die hintere Leine los hat. Guido, machet gut. Nina, machet gut. Euch einen schönen Urlaub auch, ne? Und wieder parallel aus der Lücke raus beim Ablegen. Frank tankt noch Wasser. Und wir gehen jetzt erstmal noch zur Tankstelle. Hier ist sehr viel Gras im Wasser. Ah, da vorne sind auch schon welche abgefahren. So löst sich die Gruppe so langsam wieder auf. Bye. Thank you. Hier vorne liegen auch noch drei. Bye. See you, danke, sind wir Yo. Das war das Wochenende in Naarden. Hat alles gut geklappt. Wir sind total zufrieden. Tolles Wetter. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir zu den Windmühlen. Natürlich müssen wir auch noch mal nachtanken. Da vorne ist dann gleich die Tankstelle. Da müssen wir einen Moment warten, bis der getankt hat. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute hier auch tanken wollen. Das kann einen Moment dauern. Die Pistole mit dem Diesel ist schon drin und wird jetzt getankt. Ich hoffe, dass das für den ganzen Urlaubstrip reicht. Nachdem das Boot mit über 500 Litern Diesel wieder vollgetankt wurde, legen wir jetzt hier an der Tankstelle ab. Vorsicht hinten. Ja, so ist gut. Das kannst du schon einschlagen. Ja, mit zwei Maschinen ist es immer klasse. Eine rückwärts, eine vorwärts und du drehst dich im Kreis. Jetzt geht's weiter. Wir verlassen jetzt Naarden. Uns hat es wieder gut gefallen. So, ich muss natürlich jetzt meine Arbeit machen und werde jetzt alle Fender reinnehmen, die Leinen wieder ordnungsgemäß hinhängen. Der anderen Maschine 161 Stunden. Die Tanks sind wieder voll. Links haben wir 327 Liter getankt und rechts habe ich nicht ganz voll gemacht, damit sich überläuft 209 Liter. Super. Für 1,65 €. Das geht. Aber normaler Diesel diesmal. Jetzt sind wir hier in Richtung Amsterdam. Kaum Wind, 28 Grad. Ich glaube, da hinten können wir nachher ein bisschen schneller fahren. Jetzt kommt Frank an uns vorbeigefahren. Kriegen wir jetzt Fahrwasser von Frank? Das macht Spaß! Ja. So ein kurzer Trip bis Amsterdam. Nach einer kurzen Schnellfahrt haben wir gleich Amsterdam erreicht. Die Fahrrinne ist hier sehr breit, aber damit wir Sportboote nicht in der Fahrrinne fahren müssen, sind hier noch die grün-weißen Tonnen, sodass wir neben der Fahrrinne fahren können. Jetzt sind wir hier in der Schleuse angekommen. Da vorne sind auch noch ein paar Probenboote. Nochmal in der Schleuse ein Probentreffen. Noch ist die Schleuse zu. In der zweiten Schleusenkammer gehen die Berufsschiffe rein. Und wir fahren jetzt auf den Warteplatz vor der Schleuse, wo man sich noch mal festmachen kann. Jetzt kommt ein etwas größerer. Den lässt er zuerst in die Schleuse reinfahren und wir haben weiterhin Rot. Und ich denke, wir werden erst nach dem dann auch Grün bekommen. Es wird also doch etwas enger in der Schleuse, aber es müsste trotzdem gehen. Ist ja nur ein relativ kleines Boot. Ist natürlich ärgerlich, wenn hier Boote den Wartebereich blockieren. Deshalb müssen wir wieder hier im Päckchen liegen. Man sieht, der fährt schnurstracks rein. Trotz Rot. Und dann mit Sondererlaubnis des Schleusenwärters. Jetzt müsste eigentlich langsam auf Grün geschaltet werden. Komm mal blöd. Dann gehen wir links. Ja, dann gehen wir links. Ja, kleines Bromtreffen in der Schleuse. Die kleinen Boote fahren mitten rein. Marco und Claudia liegen auch da drüben.
Die Schleuse ist so breit, dass hier unter der Trawler in die Mitte reinpasst. Die Schleuse ist doch voller geworden als gedacht, aber auch der letzte passt noch rein. Alles gut. Auch hier sieht man natürlich, wie wichtig ist, dass alle möglichst weit nach vorne fahren. Das Tor geht auf und es geht gleich weiter. Das ist die erste von 2 Schleusen heute. Davor liegt auch ein etwas dickerer vor der Schleuse, wird beim Rausfahren also etwas eng. Als erstes geht das Hausboot raus, aber es ist noch rot. Jetzt wird grün. Ja, wir lassen den jetzt erstmal noch durch. Unsere Engländer sind schon fast raus. Hab los. Jetzt hätte er mich beinahe von Bord geschmissen. Mann! Und Claudia und Frank kommen auch. Und so leert sich wieder eine Schleuse. Und auf der anderen Seite warten auch schon wieder welche, um reinzufahren. Das ist hier immer ein Kommen und ein Gehen. Und jetzt muss ich das wieder aufräumen. Jetzt fahren wir noch mal an Don Walker vorbei mit seiner Frau. Da ist das Bunkerschiff. Und vor uns ist dann schon wieder Amsterdam, der Hafen. Da vorne sind auch wieder die Fähren. Leider ist kein Kreuzfahrtschiff da. Da legt die Fähre wieder an. Und da ist wieder die Einfahrt zum Sixhafen. Den lassen wir diesmal auch rechts liegen. Ja, in Amsterdam ist immer sehr viel Verkehr. Da hinten liegen Flusskreuzfahrtschiffe. 1, 2, 3, 4, 5 und dann auch noch wahrscheinlich parallel. Aber schöner ist es, wenn die ganz großen da liegen. Ich glaube, im Sixhafen hätten wir auch noch wieder einen Platz bekommen. Und die bauen ein Hochhaus nach dem anderen. Da oben auf dem Hochhaus schaukeln wieder welche. Das sieht aus, als wenn hier vorne am Sixhafen auch jetzt ein kleiner Beach ist. Stehen Stühle. Vielleicht kann man da jetzt auch schon einen kleinen Snack zu sich nehmen. Auf diesem Trip bleiben wir nicht in Amsterdam, weil wir den Nordholland-Kanal hochfahren wollen. Und hinter uns fährt die Fähre direkt ab. Frank ist fast neben dir und die Anna schnuppert frische Luft. Da vorne das Sportboot war mit uns in der Schleuse drin und ist halt viel zu schnell gefahren. Dann ist ruckzuck die Polizei auch da und ich gehe mal von aus, das wird teuer. Das ist die Marina Amsterdam. Aber wie man sieht, wird die auch komplett zugebaut mit Hochhäusern ringsrum. Da hinten in dem Neubaugebiet ist auch jetzt ein Italiener. Die Marina ist ziemlich offen, steht man immer im Wind. Aber das Restaurant ist da sehr, sehr schön und da haben wir auch schon mehrmals gegessen. Hat es uns immer gut gefallen. Wir haben das Gewusel von Amsterdam hinter uns gelassen. Hier vorne im Wind kann man es ganz gut aushalten. Es ist schon wieder sehr warm heute. 28 Grad. Hier geht es jetzt rechts ab Richtung Zaandam. Die Brücke da vorne scheint hoch genug zu sein, sodass wir drunter durchkommen. Hier wohnt sich's auch schön. Direkt am Wasser, nicht weit von Amsterdam entfernt. Da ist gerade ein großes Berufsschiff durch die Brücke gefahren. Der hat sein Fahrerhaus nach unten gemacht gehabt, sodass der durch die Brücke durchkommt. Da ist eine Tankstelle. Für uns muss die Brücke nicht geöffnet werden. Das ist schon mal schön. Wir können einfach durchfahren. Wir haben wahrscheinlich wieder Pech vor der Schleuse, dass das Berufsschiff wieder vor uns geschleust wird. Aber das ist halt normal. Ist ja schließlich Berufsschifffahrt. Die Schleuse wurde geöffnet, aber das Berufsschiff darf vor uns reinfahren. Wie groß ist die Schleuse denn? Der zeigt jetzt grün an. Ich mache wieder beide Seiten parat. Das Berufsschiff ist gleich drin. Die Schleuse ist aber groß genug, dass wir auch noch mit reinpassen. Ja, das passt doch wunderbar. Einer rechts, einer links.
jetzt am Pollard. Fast wackelt unter der Luft. Der Schleusenvorgang ist beendet. Die Brücke geht hoch. Schleusentore sind schon offen. Und der Berufsschiffer vor uns hat auch die Maschinen schon am Laufen. Wir müssen uns nur aus dem Schraubenwasser fernhalten, denn da drin kann man nicht lenken. Und schon haben wir die zweite Schleuse für den heutigen Tag erledigt. Jetzt haben wir es nicht mehr weit, aber wir haben noch ein paar Brücken. Steht da schon der Nächste und wartet, dass er reinfahren kann. Sieht so aus, ne? Die macht ganz schön Schraubenwasser. Hier hat man auch alte Fabriken umgebaut zu schönem Wohnen. Sieht gut aus. Hier lässt sich's auch gut leben. Die Brücke ist schon offen. Dadurch, dass wir ein Berufsschiff vor uns haben, gehen natürlich alle Brücken für uns sofort mit auf. Und wir können uns direkt mit dranhängen. Hier wird ein Berufsschiff von einem Schlepper rausgeschleppt. Es macht den Anschein, als ob die Eisenbahnbrücke gerade auf ist. Ja, das ist die Eisenbahnbrücke. Da haben wir aber mal Glück gehabt. Jetzt haben wir schon wieder rot-grün. Und hier riecht es schon nach Kakao. Riechst du schon den Kakao? Und Brücke Nummer 3 geht für uns auf. Zum Glück hatten wir das Berufsschiff vor uns. Er hat uns alle Brücken geöffnet. Ja, ein Hafen. Wir sind doch noch nicht sicher, wo wir rangehen. Wir versuchen jetzt mal den kleinen Kopfsteiger zu nehmen. Da hinten müssen wir den Poller erwischen. Wir haben jetzt vorne eine Leine fest und ich kann jetzt mit der Steuerbordmaschine rückwärts unter den Steg drücken. Anlegen ist grundsätzlich ganz simpel. Wir haben hier gegen den Wind angelegt, die vordere Leine an den Poller und dann kann man mit der rechten Maschine rückwärts, kommt das Boot automatisch hier ran. Hinten haben wir auch Poller links und rechts und den zweiten Poller hier auch. Etwas rustikal, aber es funktioniert. Strom gibt es dort auch. Ein eher kleiner Hafen. Hätte man nicht genommen, wenn nicht der einzige bei den Windmühlen wäre. Claudia und Frank liegen ganz hinten. Mal schauen. Frank und Claudia liegen am Ende dieses Steges auf dem Kopf. Mit mehr Ortskenntnis, dann wären hier 2 Plätze für uns gewesen. Aber wir liegen jetzt gut und da bleiben wir dann auch. Hier geht es zum Clubhaus und zu den Duschen. Mit Ablagefläche. Ist kostenlos. Man kann das Wasser einstellen, wie man möchte, Temperatur und so lange wie man will und wieder abdrehen. Sehr schön. Wir sind hier oben im Clubhaus vom Verein, 480 Mitglieder. Und jetzt bezahlen wir beim Hafenmeister. Ja. Boat on Tour ist die. Boat on Tour YouTube. Das ist ein vereinsgeführter Hafen. Hier ist alles was einfacher. Strom haben wir auch nur 6 Ampere. Duschen, Toiletten, alles in Ordnung. Ja, hier kann man es aushalten. Vor allen Dingen ist der einzige Hafen in der Nähe, wo man zu den Windmühlen kann. Jetzt sind wir bei den Windmühlen und es laufen sogar welche. Die Mühlen haben unterschiedliche Funktionen. Das ist hier eine Holzschneidemühle. Hier, das ist die Ölmühle und da hinten ist entsprechend Kakao. Sonst ist es nicht. Eine Mühle 5,50, 2 Mühlen 9 Euro und alle Mühlen dann für 20 plus Museum. Ist schon beeindruckend, wie die Leute früher gelebt haben.
Aber wir haben gedacht, wir wären alleine, aber hier ist richtig was los. Hier sieht man in der Ölmühle, wie das ausgequetscht wird. Die ganzen Nüsse, Erdnüsse, die dann da zermahlen werden. Einmal die Hand dazwischen, dann ist sie platt. Das sind dann die Stücke, die nach dem Pressen übrig bleiben. Das wird ja erst gemahlen, dann erhitzt und dann wird hier das Öl rausgepresst. Eine Etage höher. Das ist ja schon eine wilde Konstruktion. Ja. Sowas am Laufen zu halten. Einen schönen Speed. Ich bin hier auf der Ölmühle. Da drüben ist die Holzmühle. Dort kommen die Stämme an durch die Flößer. Dort gehen sie dann rein in die Mühle und werden dann zersägt. Ja, da kann man sehen, wie die Mühle läuft und das Holz schneidet. Ja, das ist die Kakaomühle und da fahren wir morgen durch. Hochinteressant zu sehen, wie man früher gearbeitet hat, gerade hier bei der Erdnussmühle. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele Arbeitsschritte notwendig sind. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die Mühlen nicht nur von außen gucken, sondern auch tatsächlich mal sehen, wie das Handwerk funktioniert hat. Hier sieht man, wie das alles rangekarrt wurde. Nicht alle Häuser sind original hier gewesen, sondern sind aus anderen Landesteilen hierher gebracht worden. Das ist schon ein riesiges Gelände und sehr multikulti. Von Japanern, Chinesen, Indern, Spaniern, alles war heute hier. Da drüben ist auch noch ein Museum und unser Hafen ist gar nicht weit weg. Das sind vielleicht 500 Meter. Raus kommt man einfach. Rein ist schwierig, solange der Hafenmeister nicht da war und man keinen Key bekommen hat und der ist um 5 Uhr, wird es problematisch, um wieder reinzukommen. Aber es war bisher hier immer einer vom Hafen da, der uns reingelassen hat. Vom Hafen gehen wir jetzt über die Brücke und dann zum Restaurant. Heute ist Montag, da haben natürlich nicht alle Läden auf und wir schauen mal, wo wir was kriegen. Wir sind jetzt über die Brücke rüber, es läuft jetzt nur noch eine Mühle. Auf der anderen Seite, da hinten ist die Einfahrt zu unserem Yachthafen und wir suchen jetzt nach einem Restaurant. Hier wäre ein Italiener, direkt am Wasser, ist aber natürlich sehr laut, aber Platz genug. So. Also, das Ambiente ist schon mal ein Traum. Und jetzt schauen wir uns das Essen mal an. Der Service war schon mal nicht so optimal. Und jetzt gucken wir mal, wie das Essen ist. 3-mal Bruschetta und einmal Carpaccio in einer modernen Form. Die Brücke ist auf, noch am Abend. Da fahren wir morgen auch durch. Wir brauchen leider auch die Brückenöffnung. Das eben war das Carpaccio und das ist der Salat, den ich bestellt habe. Aber es ist das Gleiche. Finde den Fehler. Finde den Fehler, genau. Naja, das ist Pizza und Penne Arrabbiata. Okay, dann ja, esse ich mal meinen Salat. Hier auf der Brücke ist ja schon ganz schön windig. Am Ende unten haben wir heute gegessen. Und hier der Blick über die Mühlen. Ein Traum. Im Sonnenuntergang geht es jetzt zurück zum Boot. Wir haben da unten schön gegessen, direkt am Wasser. War ein ganz toller Blick, das Ambiente war toll. Die Stühle waren unbequem, der Service am Anfang holprig, die Toiletten waren nicht so gut, die Musik war laut. Das Essen war aber ganz lecker, der Pizzateig war hervorragend, da kann man gar nicht meckern. Mein Salat war ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen waren wir zufrieden. Da drüben ist auch ein kleiner Ort, zumindest die Kirche, deutet ja immer auf einen Ort hin. Aber sehr viel Industrie hier ringsrum.
Ja, herrlich, herrlich geht die Sonne jetzt wieder unter. Wir haben echt Glück dieses Jahr. Was möchtest du denn? Bierchen oder Weinchen? Trinken Bier noch. Noch der Absacker. Und die Anna lässt sich's gut gehen. Das ist mein Platz. Denkst du? Hier bei der Zeltvereinigung Onderlingen haben wir uns sehr wohl gefühlt. Ein kleiner Hafen, privat geführt. Das ist immer viel schöner als diese professionellen Marinas. Ist zwar nicht alles so perfekt, aber völlig ausreichend und gemütlich. Sehr nah hier zum Sandeschans, die Windmühlen. Es gibt da weiter noch einen kleinen Wasserrastplatz, der ist aber meistens besetzt. Wer also die Windmühlen besuchen will, der muss eigentlich hierher zum Hafen. Problem ist etwas mit dem Schlüssel, aber ansonsten ist alles perfekt und wir kommen gerne wieder. Kurz hinterm Hafen sind auch schon die Windmühlen. Dahinter geht es weiter nach Alkmaar. Ein Blick über Zaandijk. Ein Blick auf die Brücke, da haben wir gestern gegessen. Hier riecht es überall nach Kakao. Und dann geht es weiter rum. Aus der Richtung sind wir gekommen. Und dann geht es hier in das Becken rein, wo unser Hafen liegt. Der Hafen von der anderen Seite. Und hier sieht man, wie nahe die Windmühlen noch sind. Das sind keine 500 Meter.